In dieser Folge erleben wir die letzten Tage in Usbekistan. Wir besichtigen die Geburtsstadt von Amir Timur. Das Fergan-Becken überrascht uns mit vielfältiger Handwerkskunst. Und wir feiern mit einer usbekischen Familie ins Jahr 2020. Ich bin die Rebecca. Und ich bin Patrick. Wir lieben das Abenteuer, Begegnungen und die Natur. Egal in welche Richtung. Wir nehmen dich mit zu den schönsten Orten der Welt. Hallo zusammen! Schön seid ihr auch in den letzten Episoden von Usbekistan wieder mit dabei. Wir sind auf dem Weg von Samarkand nach Sharishabad. Die Fahrt über den Tata-Karatsa-Pass genießen wir bei herrlicher Abendstimmung. Wir sind jetzt da in der Stadt Sharishabad angekommen und haben da die größte Sehenswürdigkeit bereits bei Sonnenuntergang im Blick. Oksaray bedeutet so viel wie der Weiße Palast. Leider sind nur die Ruinen eines Tores des Palastes geblieben. Diese Ruinen lassen erahnen, wie groß einst der Palast gewesen sein muss. Wieso ist denn das jetzt da so groß? Er hat sich Palast gebaut, oder einen grossen Palast. Weil es eben sein Heimatort war. Sein Heimatort, obwohl die Stadt eigentlich völlig nicht an einem guten Ort liegt für so Zeug. Okay. Er hat Grosses vor mit dieser Stadt, aber ist irgendwie gestorben. Heute Morgen bei schönstem Sonnenschein. Für die nächste Woche wahrscheinlich das letzte Mal so schönen Sonnenschein. 19 Grad hat er heute angesagt. Sind wir in dem Geburtsort von Amir Timur, der größte Herrscher Zentralasien. Er herrschte von 1300 bis 1400 und sein Reich reichte bis nach Delhi, bis die Engländer 1800 Delhi eroberten. Unglaublich wunderschön die bemalte Holzdecke. Von dieser Handwerkskunst werden wir im Fergantal einige bestaunen können und sogar bei dem Herstellungsprozess zusehen können. Die Moschee wurde 1435 auf dem Fundament eines früheren Gebäudes erbaut. Wunderschön die Bergkulisse, die wir da in Usbekistan sehen, auch hinter der Moschee. Uns war eigentlich gar nicht bewusst, wie viele Berge das es in Usbekistan hat. Da bei einem Torbogen sieht man es sehr gut. Und auch wieder da die wunderschöne Bergkette. Kokkumbats bedeutet ganz passend die blaue Kuppel. Mit unseren Einkäufen spazieren wir zurück zu unserem Saurer.
Bei einer Zirkusvorstellung machen wir einen kurzen Zwischenstopp. Einmal zu parkiert. Kommen wir da raus? Patrick, deine Einschätzungen? Zu. Ja? Zu. Hey, nein. Da hat das richtig viel Platz. Nachdem der Parkplatz sich langsam leert, können wir wieder los. Die Fahrt geht zurück über den Tatakaraza-Pass. Wir machen uns auf den Weg in das Fergantal. Leider hat es einen Wetterwechsel gegeben. Wir fahren erst bei Regen und danach bei Schneefall über den Kamtschik-Pass. Wir haben den höchsten Punkt vom Kamtschik-Pass erreicht. Wir fahren jetzt durch den Tunnel. Wassertanken bei diesem Wetter ist nicht das angenehmste. Doch hier in den Bergen ist das Wasser dafür sicher gut. Und schon halten Usbeken an und möchten Selfies machen. Wir sind in Kokand angekommen und unser Saurer wurde bei dieser Fahrt richtig schmutzig. Aber, ich dachte, es sei so hart, dass es nicht wegkommt. Was? Unser Logo. Der Palast des Xudayar Khan wurde zwischen 1863 und 1873 erbaut. Die Fassade des Palastes schmücken zahlreiche Farben und Ornamente. Hier in der Region ist die traditionelle Volkskunst der Keramikbrennerei verbreitet. Eine Keramikbrennerei werden wir auch anschauen gehen. Im Palast drinnen besichtigen wir das Landesmuseum. Ich hätte dich schon wieder gegessen. Ja, iss mich doch. Über die Kiste zurück. Das schmeckt das. Wir schlendern immer wieder gern durch den Bazar und kaufen einige Früchte und Brot. In Ristan besichtigen wir eine Keramikbrennerei. Die Gebäude sind alle mindestens auf einer Seite geöffnet. Es ist im Moment zu kalt, deshalb wird hier nicht gearbeitet. Sie bilden aus Ton ein Gefäß, danach wird es getrocknet. Wenn genug getöpfert wurde, dass ein Ofen gefüllt werden kann, wird es gebrannt. Jetzt werden die Muster und Kunstwerke aufgemalt und danach noch einmal eingebrannt. Der Besitzer erklärt uns stolz diesen Vorgang und zeigt uns auch der Anbau. Hier entsteht ein Gästehaus. Das wird wunderschön, mit so viel kunstvollen Details aus Holz und Keramik. In Margilan parkieren wir in einem Wohnquartier und werden gleich zum Tee eingeladen.
Wir feiern auch gleich mit einer usbekischen Familie in Fergana in das neue Jahr 2020. Weihnachten oder Neujahr. In Fergana. Die Weihnachtsdeko und Neujahrsdeko ist bunt gemischt. Zurück bei unserem Saurer belagert uns gleich eine ganze Kinderschar. Sie wollen wissen, was wir in Usbekistan schon alles gesehen haben. Samarkand, Bukhara, Khiva. Ups, das war der Videomodus. Was wird das Jahr 2020 bringen? Wir träumen von verschiedenen Ländern und Abenteuer. Am nächsten Morgen kommt die Familie zur Saurer-Besichtigungstour und eine Tasse Tee. Erst möchten wir zu Fuß auf eine Stadtrundtour gehen. Doch das Familienoberhaupt besteht darauf, uns seine Stadt zu zeigen. Unser Fahrer heute. Erster Halt machen wir bei der Moschee gleich um die Ecke. Auf unserer privaten Stadtführung. Stadtführer. Ja, ich glaube, jeder eben wollen. Auf der Suche nach den Sehenswürdigkeiten in Italien. Weiter geht die Stadtführung. Körner kaufen und jedem eine Handvoll geben. Beim Taubentempel kommen gleich die Tauben angeflogen. Margilan ist eine der ältesten Städte Usbekistans und bekannt für seine Seidenproduktion. Eigentlich haben nach Neujahr alle Geschäfte 3 Tage geschlossen. Wir haben ja zum Glück einen Stadtführer. Wir wissen nicht genau, was er mit dem Herr, der die Fabrik Jodi Gorlik bewacht, gesprochen hat. Er zeigt uns die Seidenfabrik, obwohl heute geschlossen ist. Ah, da musst du ein bisschen Er erklärt uns den Vorgang. Und nein, wir sprechen nicht dieselbe Sprache. Aber auch nur mit Gestik verstehen wir einiges. Die Kokos der Seidenraupen werden in heißes Wasser gegeben und danach werden die Fäde gesponnen. Aus einem Koko kann von 800 Meter bis 3000 Meter Faden gewonnen werden. Vor dem Einfärben werden die originellen Muster abgeklipst. Zum Färben in den großen Bottichen werden natürliche Stoffe wie Granatapfelkernen, Nussschalen, Zwiebeln verwendet. Hier wird Seide nach traditionellen Methoden bearbeitet und normalerweise sitzt hier hinter jedem Webtisch jemand und es erklingt fleißiges Webtischgeklackere. An jedem Webtisch ist ein anderes Muster eingespannt. Oft wird Seide mit Baumwolle gemischt. Was ist noch handmade? Goto?
Gata Silk? Ah. Это еще нет. Ja. Будет когда. Ja, jetzt mega geil. Wow. Cool, wie sie überall aufgespannt sind. Ja. Krass. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, nicht? Was? Dass das wirklich Handarbeit ist. Oh, voll cool. Dann so Nötchen drin. Das ist ja nicht gespannt. Voll cool. Ist wie so ein, weißt du, ist das wie ein Badtuch? Wir sind mega glücklich, dass der Wächter uns einen Einblick in diese Handwerkskunst gegeben hat. Es wird Zeit, sich von dieser liebevollen usbekischen Familie zu verabschieden. Denn die Zeit in Usbekistan neigt sich langsam dem Ende zu. Petra ist erzählt. Wir sind heute in Adishan, einer der letzten Tage In Usbekistan. Und da wieder mal eine mit Risse, mit Kacheln. Wir bewundern diese Kunst sehr, aber wir haben einfach zu viele gesehen in den letzten 30 Tagen. Eine unglaublich kunstvolle Holzdecke. Hier entsteht eine neue Moschee. Für uns ist es sehr beeindruckend, zuzusehen, wie so eine Moschee heute gebaut wird. Was bist du am Matzen? Ich bin immer am Motzen. Ja. Ah, schau mal das Fundament an, meinst du das hebt? Fundament, wo ist das Fundament? Komm. Es ist auch heute noch sehr viel Handarbeit und braucht begabte Arbeiter, die mit wenigen Hilfsmitteln solche Kunstwerke herstellen können. Für uns ist das der perfekte Abschluss in Usbekistan. Wir haben so viele uralte, kunstvolle Gebäude bestaunt und jetzt erleben wir zum Abschied noch die Herstellungsprozesse mit. Leider müssen wir uns heute nicht nur von Usbekistan verabschieden, sondern auch von Petra und Simon. Denn sie reisen heute mit dem Zug zurück nach Taschkent und von da aus mit dem Flieger zurück in die Schweiz. Wir feierten zusammen Weihnachten und in das neue Jahr. Es waren wunderschöne 2 Wochen mit euch. Und vielleicht ist es auch nicht das letzte Mal, dass ihr uns auf unserer Reise begleitet. Wer weiß? Eines, das wissen wir jetzt schon. In der nächsten Folge sind wir in Kirgisistan. Bis dann! Tschüss!